Hallo und willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch mal wieder einen Gegenstand zeigen will, den wir uns dann näher anschauen. Und jetzt ist es ja ein paar Monate her, dass Apple mit dem iPod Touch das letzte Gerät abgekündigt hat, was iPod heißt. Und das, obwohl ja der iPod letztlich das erste Produkt war, mit dem Apple wirklich in den Massenmarkt vorgedrungen ist. iMac, iBook, das war ja vielleicht alles so ein bisschen Nische, aber der iPod, der war damals einfach omnipräsent und hat wahrscheinlich auch den Weg für alles, was danach kam, iPhone, iPod, geebnet. Und wie gesagt, das letzte iPod ist jetzt gerade vom Markt verschwunden. Und ich habe hier das erste iPod von 2001. Und ja, ich hatte selber 2001 kein iPod. Mein erstes iPod war tatsächlich, also mein erstes eigenes, war tatsächlich 2005 ein iPod Shuffle. Aber ich hatte einen Kumpel, der hatte plötzlich mal auf einer Party das erste iPod dabei. Und wir waren alle echt begeistert von dem Gerät. Weil MP3-Player vorher waren riesig. Die hatten ja meistens irgendwie so eine 2,5 Zoll Festplatte drin und drumherum irgendwie so ein riesiges Plastikgehäuse. Und ja, die sahen irgendwie aus wie so ein Artefakt aus einem 70er Jahre Science-Fiction-Film. Und einfach das Design von dem iPod, das war einfach unglaublich speziell. Einfach klare Kanten, die Vorderseite hier aus Acrylglas, die Rückseite aus rostfreiem Edelstahl, auch die Bedienung, einfach dieses drehende Touchwheel, das war das Scrollwheel, das war ja noch gar nicht das Touchwheel, es hat sich ja noch wirklich gedreht mit den 4 Tasten, die darum herum angeordnet sind und der Action-Taste in der Mitte. Und ja, es ist einfach toll gewesen, ne? Und ja, dann gab es noch 5 Revisionen von dem iPod ohne irgendwas. Also das Original iPod hatte ja hier zum Beispiel einen Firewire-Port, was und zwar sowohl zum Datenübertragen als auch zum Aufladen, was dazu geführt hat, dass es natürlich vor allem mit Macs funktionierte, weil die PCs hatten in den allermeisten Fällen damals keinen Firewire-Port und hatten ihn auch nie. Ich hatte PCs mit Firewire-Ports gehabt, aber das war wirklich eher selten. Und das Schöne an dem Firewire-Port ist, der war einfach damals unheimlich schnell zur Datenübertragung. USB war damals deutlich langsamer als Firewire. Und Firewire konnte eben auch mit 12 Volt bei einem Ampere einfach deutlich mehr Strom übertragen als USB, was damals offiziell immer noch auf 100 Milliampere beschränkt war. So, und ja, die zweite Revision hatte dann eben nicht mehr das Scrollwheel, sondern eben das Touchwheel und ein Cover hier über dem Firewire-Port, der natürlich praktisch war, auch so vielleicht für die Wasserdichtigkeit oder so, aber ich fand auch, der hat dann irgendwie dieses super schöne, klare Design einfach irgendwie ein bisschen gefährdet. Und dann kam mit der dritten Revision 2003 eine völlige Designänderung. Klar, es wurde etwas dünner, zeitgemäß, aber stattdessen gab es überhaupt keine Tasten mehr, sondern alles war nur noch touchy hier. Und da bin ich ja nicht so ein Fan von. Ich mag es ja, wenn Tasten auch klicken. Ja, und dann wurde das Clickwheel, also das Touchwheel, was man aber an 4 Stellen reindrücken kann, vom damals auch schon erschienenen iPod Mini in das iPod übernommen. Das war im Jahr 2004. Und auch schon zu dem Zeitpunkt, also ab der dritten Revision, war es dann so, dass eben auch Daten übertragen werden konnten per USB. Dafür gab es dann eben kein Firewire oder USB-Port, sondern stattdessen den 30-poligen Port auf der Unterseite, der dann ja auch
sich auf die iPhones und iPads übertragen hat, der berühmte 30-polige Port. Und da lag eben Firewire drauf, aber eben auch USB. Allerdings konnte man mit USB nur synken. Laden musste man weiterhin über Firewire, weil wie gesagt, USB kam ja noch nicht so viel Strom drüber damals. Und mit der 4. Generation, mit der Clickwheel-Generation konnte man dann auch über USB laden. Und mit der 5. Generation, die hatte dann einen größeren Bildschirm und ein kleineres Touchwheel, Clickwheel. Da konnte man dann über Firewire keine Daten mehr übertragen, sondern nur noch über Firewire aufladen. Also die Firewire-Schnittstelle war damals 2005 dann auch schon beim iPod leider völlig abgekündigt. Und die letzte Version vom iPod kam dann 2007 und die war dann nochmal dünner und vor allem hatte sie auch nicht mehr Acrylglas oder rostfreien Stahl als Materialien, sondern eben das anodisierte Aluminium, was natürlich ein bisschen kratzfester war und auch nicht ganz so empfindlich für Fingerabdrücke und so. Und ja, den haben sie dann eben verkauft bis, ich glaube, 2014 oder so. Und damit war es das mit den klassischen iPods. Wie gesagt, der iPod Touch, der im Endeffekt nur ein iPhone ohne Phone ist, den gab es bis gerade eben, bevor er dann auch abgekündigt wurde. Und jetzt schauen wir uns einfach mal dieses iPod an, am Rechner. Und dann kann ich euch auch zeigen, warum es sozusagen in meine Hände gekommen ist und warum wir es eben reparieren müssen. Bis gleich. So, jetzt habe ich hier mal einen zeitgenössischen Computer vorbereitet, nämlich den G4 iMac. Schon alleine, weil es halt vom Design her einfach so toll passt zum iPod. Und das stecke ich jetzt hier mal ein. Der Apfel geht an, das heißt es bootet. Leider braucht es zum Booten ein bisschen. Da war gerade ganz kurz das Menü zu sehen, aber weil der Rechner ja dranhängt, wechselt er jetzt in den Massenspeichermodus und wird jetzt auch vom Mac gemountet und wir müssten jetzt auch gleich, ja, hier ist er auch schon. Wir lernen also, dass dieses iPod einmal einer Susanne gehörte und auch was für einen Musikgeschmack diese Susanne hatte. Wir können jetzt einfach mal auch irgendwas einfach abspielen von dem iPod auf dem PC. Mehr geht nicht, sonst kriege ich einen Copyright Strike. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, sehen wir, okay, das ist ein 5 GB iPod, also das allererste. Später gab es ja auch noch eine 10 GB Version. Und es hat die aktuellste Version, die da drauf läuft, die 1.5. Und interessanterweise ist der mit FAT formatiert. Ganz am Anfang konnten die iPods nämlich nur mit HPFS Plus formatiert werden, aber scheinbar kam das dann mit einer späteren Softwareversion, dass man sie auch FAT32 formatieren konnte, sodass sie eben mit den Windowsen zusammenarbeiten konnten. So, und jetzt kommt hier auch schon das Problem. Wenn ich den jetzt auswerfe, also anmounte, dann sagt er, jetzt ist es okay abzustecken, aber wenn ich dann abstecke, ist er sofort weg. Also die Batterie hält keine Sekunde mehr und das ist was wir reparieren müssen und natürlich müssen wir auch noch mal gucken, ob wir was machen können gegen das unglaublich verkratzte Gehäuse oben. Und das schauen wir uns jetzt mal gleich in der Großaufnahme an. Hier in der Nahaufnahme sieht man wahrscheinlich noch viel besser, wie verkratzt das Gerät eigentlich ist. Und wir sehen auch, dass hier vom Kopfhörerport ein kleines bisschen rausgebrochen ist. Aber der eigentliche Kontakt, der ist noch da. Das heißt, der sollte eigentlich noch funktionieren. Das überprüfen wir. Hold Switch funktioniert noch.
Der Firewire-Pod bräuchte mal eine Reinigung, aber ansonsten ist er noch gut. Und es sieht so ein bisschen so aus, als sei das Gehäuse irgendwie ein bisschen aufgebläht. Als wäre das von der Batterie ein bisschen verformt worden. So, und jetzt, um ins Gerät mal reinzuschauen. Das iPod war wahrscheinlich auch das erste Gerät, was relativ komplett auf Schrauben verzichtet hat. Also ist nirgendwo eine Schraube zu sehen, sondern wie bei den meisten Geräten heutzutage müssen wir hier mit dem Stemmeisen reingehen. Hier oben ist es tatsächlich ein bisschen einfacher, weil hier das Ganze schon so ein bisschen verbeult ist. Ob wir das auf der anderen Seite auch hinkriegen. Aber vielleicht nehmen wir noch ein paar Fleck drin zur Unterstützung. Lieber das härtere. Das klang doch schon gut. Und es ist raus. So. Ich glaube, die Batterie soll nicht so sein. Die fühlt sich irgendwie komisch an. Die ist hier geklebt. Aber ich hoffe mal nicht ganz so schlimm geklebt wie die Batterien in späteren iPhones und so. Ah, fuck. Die Batterie soll natürlich jetzt nicht hier irgendwie das Gehäuse von der Festplatte aufreißen, weil Festplatten kommen meistens nicht so gut zurecht damit, wenn zu viel Luft reinkommt und zu viel Staub. Hat der etwas geraucht? Nein, hat nicht. So, eine Seite von der Batterie ist lose, die andere Seite ist leider immer noch geklebt. So,
Und zwar hier mit solchen Silikonklebestreifen. Und hier ist die Batterie einfach nur gesteckt. Die können wir einfach rausziehen. Sony Fukushima. Und zwar keine Größe zur... keine Angabe zur Größe. Ich habe eine Ersatzbatterie. Auf der steht zumindest drauf, dass sie 5,92 Wattstunden hat. Die ist ein bisschen dicker. Also zumindest ein bisschen dicker als der Original-Akku jetzt ist. Das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass der hier einfach ausgetrocknet ist. Aber um das Gerät ordentlich mal durchzureinigen und so, mache ich jetzt hier nochmal diesen Klebestreifen noch ab. Hier die Schraube, die hat es gerade rausgezogen, die sollte ich wieder reinschrauben möglichst. Torx 6 ist zu groß. Torx 5 ist auch zu groß. Selbst Torx 4 ist noch zu groß. Aber Torx 3 passt. Hoffen wir mal, dass die Festplatte noch funktioniert. Wenn nicht, gibt es inzwischen auch sehr schöne Adapter, mit denen man zum Beispiel Micro-SD-Karten als Festplatte in ein iPad einbauen kann. Die konvertieren dann einfach die Festplatte auf diesen winzig kleinen IDE-Port hier. Das sollte eigentlich abgehen. Oder nicht? Dann müssen wir die Platte wahrscheinlich aus dem Stecker rausziehen und nicht andersrum. Oder ist das ein CF-Port? Das könnte sogar ein CF-Port sein. Dann könnte man da also eine CF-Karte reinstecken. Es ist auf jeden Fall nicht der gleiche Anschluss, den später das erste MacBook Air hatte. Das war nämlich so ein Serial Insertion Force Anschluss. So, und hier das Mainboard ist dann festgeschraubt mit 4 Schrauben, 1, 2, 3, und die 4. müsste sich hier verstecken unter diesem Aufkleber. Und hier ist es jetzt wahrscheinlich Torx 6. Und wir sehen, das war lange bevor Apple angefangen ist, seine eigenen Chips zu bauen. Zumindest natürlich gab es die schon in den Computern, aber hier ist alles ganz normal. Ein Wolfson-Chip und ein normaler Texas Instruments ARM-Prozessor.
1, 2, 3, 4. Hier drunter versteckt sich wohl noch ein Flash-Chip, aber der ist nicht erkennbar, weil da so ein Aufkleber mit einem Barcode drauf geklebt ist. Und jetzt sollten wir das ganze PCB aus der Gehäusevorderseite rausziehen können. Vielleicht schieben wir ein bisschen. Ja, da kommt's. Und so sieht es dann aus. Das Drehrädle, die 4 Tasten, der Bildschirm und hier unser total verkratztes Gehäuse. Und ich hatte ja schon ausprobiert im letzten Video, wo es um den GameCube ging, Polywatch, eine Polierpaste für solche PMMA-Gläser, eigentlich für Armbanduhr-Displays, aber warum sollten wir uns das nicht auch für dieses Gehäuse zu eigen machen? Zunächst allerdings gehe ich hier nochmal gründlich mit Alkohol drüber, mit IPA, damit das wirklich sauber ist. Auch hier in den Ecken und außenrum. Und hier ist natürlich eine ganze Menge Dreck, der durch den kaputten Kopfhöreranschluss hier reingesickert ist. Das machen wir gleich mit dem Wattestäbchen. So, und jetzt kommt unser Polywatch zum Tragen. Ich bin sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Eine kleine Menge auftragen, weil das hier so groß ist, nehme ich mal eine etwas größere Menge und weil es so tiefe Furchen hat. Und dann mit einem Wattebausch unter großem Druck verteilen und einmassieren. Zwei bis 3 Minuten lang. Und ja, es wird besser. Aber das braucht definitiv mehrere Anwendungen. So, nach 3 Anwendungen gibt es immer noch Kratzer, aber sie sind meiner Meinung nach nicht mehr ganz so schlimm. Vielleicht geben wir ihm noch 2 und dann bauen wir einfach mal alles wieder zusammen mit dem neuen Akku
und gucken mal, was passiert. So, schauen wir uns an der Stelle nochmal kurz die Festplatte an. Die hat tatsächlich auch ein Label, wenn wir die umdrehen. Also hier, ne? Von Toshiba ist sie. 5 GB und sie verbraucht bei 3,3 Volt immerhin 500 Milliampere. Das heißt, das ist eine ganze Menge Strom, die tatsächlich alleine für die Festplatte drauf geht. Deswegen würde es tatsächlich auch Sinn machen, die zu ersetzen durch einen Solid-State-Speicher. Und wie ich ja schon gesagt hatte, der Anschluss hier, der sieht eigentlich genauso aus wie einer von einer CF-Karte. Das Problem ist, es ist kein CF-Anschluss, der ist nicht kompatibel. Aber es gibt sogar solche Adapter hier, CF auf 1,8 Zoll IDE. Und damit könnte man sozusagen theoretisch einfach eine CF-Karte anstelle der Festplatte hier einbauen. Da gibt es eigentlich noch ein Problem, nämlich hier an dem Apfellogo ist erkennbar, diese Festplatte hat die magische Apple-Firmware. Und deswegen funktioniert eine ganz normale CF-Karte nicht. Das hatte ich sogar schon ausprobiert hier. Ich habe tatsächlich die Festplatte 1:1 geklont und auf die CF-Karte geschrieben hier. Und trotzdem, wenn wir jetzt die CF-Karte jetzt hier einfach mal einlegen, schließen wir noch kurz den Akku an für Strom. Man sieht, die LED leuchtet kurz, also es wird auf die Festplatte zugegriffen, aber wie man hier gerade gesehen hat, es kommt dann diese Meldung und die heißt halt, Festplatte ist kaputt. Deswegen funktioniert es nicht mit der CF-Karte, zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden bei einem iPod der ersten Generation eine CF-Karte einzusetzen. Bei späteren scheint das kein Problem mehr zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach wieder die Festplatte einsetzen und obendrauf mit den Original-Klebestreifen, die habe ich einmal abgespült. Die kleben dann wieder besser. Hoffentlich nicht ganz so gut wie vorher. Akku rein. So dass das Ganze ein schön kompaktes Sandwich ist. Das Kabel von dem Austauschakku ist viel zu lang. Das müssen wir also auch noch irgendwo verstauen. Irgendwie so hier so drunter oder so. Okay. So. Und dann können wir hier wieder Deckel drauf. Das ist noch nicht ganz richtig. Irgendwo müssen wir noch ein bisschen Platz gut machen. Alles noch mal schön zusammendrücken. So, jetzt aber. So, da ist er wieder, unser iPod. Jetzt funktioniert er auch, wie gesagt, vom Akku aus.
mit dem neuen Akku. Kontrast vielleicht nochmal einstellen. Der Bildschirm ist nicht sehr kontrastreich. Das wurde später auch tatsächlich besser. Aber so funktioniert es jetzt. Ja, das mit dem Akku ist natürlich schade. Quatsch, mit dem Akku ist super. Das mit der CF-Karte ist natürlich schade. Denn es wäre natürlich toll, hier den Speicherplatz mal eben zu ver-13-fachen und gleichzeitig ein bisschen Strom zu sparen, sodass er länger läuft. Aber mit dem iPod der ersten Generation wird das wohl nichts. Und dann dachte ich, hey, was eigentlich das Gerät ist, was man haben will für diese Operation, ist der iPod Mini. Das ist jetzt ein iPod Mini der zweiten Generation, aber der ist relativ ähnlich wie der iPod Mini der ersten Generation. Der hat auch in der Standardeinstellung 4 GB, also sogar noch ein Gigabyte weniger. Aber hier drin ist ein Microdrive, und ein Microdrive ist eine Festplatte in der Größe einer Kompakt-Flash-Karte. Und das ist auch tatsächlich einfach kompatibel mit einer Kompakt-Flash-Karte. Das heißt, wir werden jetzt einfach im nächsten Video den hier auch den Akku austauschen. Der hier funktioniert zwar prinzipiell noch, aber auch nicht mehr sehr lange. Und bei der Gelegenheit gleich hier die Kompakt-Flash-Karte einbauen. Und dann haben wir den eben mit 64 GB und dann eben auch nicht nur als Musikabspielgerät, sondern, das ist das Tolle bei dem Mini, hatte ich am Anfang erzählt, der hat hier diesen Dock-Connector, und auf dem Dock-Connector liegt sowohl USB, schon USB 2, als auch Firewire. Das heißt, dann haben wir hier auch einfach eine schöne tragbare Festplatte mit 64 GB, die man eben sowohl an Geräten mit Firewire als auch mit USB anschließen kann. Und das ist natürlich der super Sondernutzen von so einem iPod, dass man dann eben auch eine Festplatte hat, mit der man eben Daten von neueren Geräten mit USB auf ältere Geräte mit Firewire hin und her übertragen kann. Das also im nächsten Video. Und ja, hier unser kleiner Freund. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt mit dem eigentlich mache. Ist auf jeden Fall schön, den jetzt hier wieder lauffähig zu haben. Um damit eben Musik abzuspielen. Aber man sieht schon, das hat schon einen Grund, warum das iPod Mini heißt. Das ist einfach kleiner. Und wenn es dann auch noch mehr kann, ist es schon eigentlich praktischer. Man sieht auch, der Bildschirm ist einfach auch, der ist kontrastreicher und so. Also es ist schon alles etwas moderner dafür, dass er gerade mal 2 Jahre nach dem großen iPod rausgekommen ist. Hat sich hier schon einiges verbessert auch. Und eben das Aluminium, das verkratzt zwar auch, aber eben nicht ganz so schlimm wie hier. Trotz etlicher Anwendungen mit dem Polywatch ist halt hier einfach die Oberfläche immer noch ziemlich zerkratzt. Nicht mehr ganz so schlimm wie anfangs, aber so richtig toll kriegt man das PMMA einfach nicht mehr. Und hier das Alu, das ist halt einfach deutlich widerstandsfähiger. Jo, soweit also zum iPod der ersten Generation. Und bis bald dann mit dem iPod Mini der zweiten. Bis dann, tschüss!